Hey, Moment mal. Das ist ja voll ungerecht auf der Welt. Da müsste man vielleicht mal, ja, genau, da müsste man mal was entwickeln. Die Verkehrsschilder der Gerechtigkeit. Größe könnte, ja, das ist er. Staatstheater. Guten Morgen, grüß dich, servus, so sieht man sich wieder, gell? Und wie geht's? Servus, ja, so weit gut, grüß dich. Moin. Moin. Was brauchst du Ein bisschen schöneres Wetter hätten wir uns erhofft, gell? Aber meinst du, das ist... Die ganzen Wochen haben wir schönes Wetter gehabt. Ja, aber echt. Und wenn du da ziehst, geht's weg. Okay. Dann fahrt ihr jetzt sozusagen holt das neue Material in der Frankenstraße und dann nächster Ort ist Jakobsplatz. Ja. Gell? Hier, das ist der nächste Ort. Dann müssen wir ja weiter irgendwie zur Insel Schütt noch, zum Hans-Sachs-Platz und zum Gewerbemuseumsplatz. Sind ja insgesamt 7 Orte. Genau, Gell? Das weißt du. Mit dem Theater. Mit dem Theater 7 Orte. Für alle die das Projekt nicht kennen. Wir haben die Verkehrsschilder der Gerechtigkeit im Rahmen der 4. Gipfelkonferenz mit Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine, aus Serbien, aus Rumänien, Moldawien, Polen, Österreich, Deutschland entwickelt. Die 7 stärksten Motive sind jetzt zu diesen Zeichen produziert worden und werden hier in Nürnberg erstmalig ausgestellt. Der Grundgedanke ist, dass nach diesen 2 Wochen, wo sie auf 7 Plätzen der Stadt stehen, sie dann über Patenschaften dauerhaft in der Stadt aufgestellt werden sollen. Denn diese Zeichen sollen zu Symbolen unseres Zusammenlebens werden. Wer also mitmachen mag, kann sich beim Papiertheater melden. Dass Menschen aus aller Welt hier in Nürnberg leben, ist eine Tatsache. Wie wir aber zusammenleben und wie wir unser Zusammenleben gestalten, das liegt in unserer Hand. Und daran erinnert dann auch gleich die Aktion mit den künstlerisch bearbeiteten Verkehrsschildern, die Sie hier sehen. Klar, eins ist klar, man kann nicht ohne Regeln leben, aber Regeln sind halt auch nicht alles. Wir müssen unser Miteinander füllen mit Respekt und mit Interesse für den jeweils anderen. Und nur so können wir es schaffen, dass wir nicht nur nebeneinander herleben, sondern dass wir aus unserer Verschiedenheit etwas machen und damit auch was über uns und über den anderen lernen. Ich denke, dieses Schild zeigt es am allerbesten. Krieg wie auch Rassismus ist eine Sackgasse. Und Herr Volkmann, ich danke Ihnen, dass Sie das aufgegriffen haben, dass Sie eine Sprache jetzt in dem auch Kunst- und Projekt mit hineingesetzt haben, die über Ländergrenzen verstanden werden. Wir werden gemeinsam auch dafür arbeiten, dass wir den Menschen, die zu uns kommen oder die schon da sind, auch die Hände reichen. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only need space to discriminate, and to discriminate only generates hate. Hallo, wir sind die Kinder der Holzgartenschule und sind aus der Klasse 3F. Dankeschön. Wir stellen das Verkehrsschild Respekt vor. Wir machen einen Tanz, der einen Respekt zeigen soll.
Dabei wollen wir aber nicht nur für den Menschen Respekt zeigen, sondern auch für unsere Umwelt. Sehr gut. Wir wollen aber auch allen zeigen, dass jeder Mensch wertvoll ist. Einfach nur, weil es ihn gibt. Dabei ist es egal, welches Geschlecht jemand hat oder welcher Religion er angehört. Wir führen einen Tanz auf, weil nur wer Respekt hat, miteinander tanzen kann. Kommt morgen um 17 Uhr zur Straße der Menschenrechte. Das ist toll, dass ihr mutig seid und euch sowas traut. Das ist immer gut, weil Mut braucht man im Leben. Die Großen haben uns nicht ganz zugehört, die haben einfach alle Gänseblümchen zertrampelt. Überall auf der Welt ist Respekt die goldene Regel des Lebens. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sagt, alle Menschen sind gleich an Wert und Würde. In der Bibel heißt die goldene Regel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder als Kinderreim, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Die Idee, die Welt zu retten, ist falsch, denn die Welt wird uns Menschen überleben. Wenn wir uns darüber klar sind, dass es nicht um die Erde geht, sondern um unser Menschsein auf der Erde, dann gewinnt das Respektschild eine weitere Dimension. Dann heißt die goldene Regel, liebe unsere gesamte Menschheit, liebe unser Menschsein wie dein eigenes. Alle, die jetzt wollen, klappen jetzt die Schilder mal hoch und damit bleiben sie hier 2 Wochen lang stehen. Das als kurze Information noch, das ist das Postkärtchen. Viele haben es ja schon. Nehmt gerne was mit, sagt es weiter. Es soll sich rumsprechen, es soll zum Stadtgespräch werden, weil Nürnberg soll die Zentrale der Verkehrsschilder der Gerechtigkeit werden, damit sie dann in andere Länder oder auch andere Städte ausstrahlen. Oh, hallo? Ah, jetzt da. Also, liebe Damen und Herren, hier auf dem Platz. Wenn ihr wissen wollt, was die Verkehrsschilder der Gerechtigkeit sind, dann kommt doch hier mal hierher. Schau hin und schau weiter hin und nicht gleich wieder weg. Hör vielleicht auch hin, was dein Mitmensch macht. Und dann, wie das am Schild auch zu sehen ist, wo jetzt hier ja eine Situation von Gewalt dargestellt ist, dann ist vielleicht so der erste Gedanke, dass ich dann ja Mut brauche und Courage, um dann auch etwas zu tun und nicht nur hinzuschauen und nicht nur hinzuhören. Ich würde aber sagen, es braucht vor der Courage und dem Mut erst noch mal was anderes. Das, was ich da sehe, das, was ich höre, muss mich berühren, muss mich angehen. Es muss für mich eine Bedeutung haben, es muss für mich wichtig sein. Als Voraussetzung dafür, dass ich dann auch dafür eintrete.
Danke, lieber Johannes. Erstmal herzlichen Dank an dich, dass du dieses Projekt wieder möglich gemacht hast. Du hast immer ein tolles Händchen dafür, Lernen, Spaß, Inspiration und auch so ein bisschen Stolperstein sein, durch Kunst so zu verbinden und das ins Leben reinzutragen, dort wo wir alle sind. Und da ist mir nochmal so richtig bewusst geworden, dass Umweltschutz und Gerechtigkeit eigentlich nur zusammen gedacht werden können, dass man das eine vom anderen überhaupt nicht abkoppeln kann. Weil das, was wir hier tun, hat Auswirkungen für andere Menschen. Wir würden Sie einfach bitten, auf die Zettel draufzuschreiben, was Ihnen Kraft in der Natur gibt und wie man vielleicht die Natur schützen könnte. Ich bin wie die anderen. Und doch anders. Ich bin eine Farbe im Regenbogen des Lebens. Also für mich drückt es eben diese Übergänge aus, die Verbindungen von Menschen auf verschiedenen Seiten, Menschen verschiedener Länder, Menschen verschiedener Kulturen, verschiedener Glaubensrichtungen, verschiedener Ansichten, verschiedener Leidenschaften, Denkrichtungen, Fähigkeiten und. Es bricht einem das Herz, wenn man zusehen muss, wie jetzt die Väter der ukrainischen Kinder, die wir da gesehen haben, und die Väter der russischen sich gegenseitig umbringen müssen. Also das... Da fragt man sich, Johannes, kommt dein Weltgerichtshof zu spät? Vielleicht. Aber es sind ja Verkehrsschilder und jeder, der sich mit Verkehr beschäftigt, weiß, Schilder werden immer erst dann aufgestellt, wenn was passiert ist. Von daher ist wahrscheinlich der Zeitpunkt gerade richtig. Würde ich sagen, lasst uns die Schilder also an diesen unzähligen Unfallschwerpunkten unserer Welt aufstellen. Und weil du vorhin von Visionen gesprochen hast, habe ich gedacht, ja, okay, im Moment können wir vom Goethe-Institut Kiew die Schilder nicht aufstellen, aber es wird sicher mal. Und wie wäre es denn mit der Vision, dass wir sie irgendwann, möglichst bald, aber in absehbarer Zeit, dann vom Kreml aufstellen? Und wir machen jeden Tag eine Eröffnung. Heute ist die vorletzte und morgen ist die letzte Eröffnung. Also an jedem Platz dann eine andere Eröffnung, wo immer eine Schulklasse was darbietet. Und der Hintergrund der Arbeit ist, dass Kinder und Jugendliche aus der Welt, also aus verschiedenen Ländern, die Umdeutung der Verkehrsschilder im Sinne der Gerechtigkeit sich einfallen haben lassen. Also es ist super gewählt, weil man sofort erkennt, was es bedeuten soll. Genau, ja, so eine Bildsprache, so eine internationale Bildsprache. Ja. Also wer da eine Idee hat und eine Patenschaft übernehmen will, der kann sich bei mir melden und kann sagen, dieses Schild soll auf dem Schulhof, vor der Firma, auf dem Park stehen. Weil diese Gebotsschilder, diese Verkehrsschilder der Gerechtigkeit passen wunderbar zu unserem Artikel 3 des Grundgesetzes. Nämlich Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Das ist aber nicht alles, weil wir wissen, in der Praxis sind Männer und Frauen noch nicht in allen Bereichen gleichberechtigt. Daher gibt es noch einen Zusatz, dieses Gebot, der Staat soll auf die Verwirklichung hinarbeiten. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Klasse 5M des Dürer-Gymnasiums in Nürnberg. Wir haben ein kleines Theaterstück zum Thema Gleichberechtigung vorbereitet. Tut mir leid, aber ihr seid Mädchen und werdet aufgrund eures Geschlechts nicht angenommen. Das sind die Vorschriften. Tut mir leid. Unfair. Kann ich nichts dafür, sind meine Vorschriften. Es tut mir leid, aber ihr solltet euch jetzt besser entfernen. Ja, aber das ist doch voll unfair. Haben Sie schon mal was von Gleichberechtigung gehört? Security and Fairness. Was ist Gleichberechtigung? Ja, diese Frage sollten sich mal mehr stellen, mehr stellen. Egal wie du aussiehst, aussiehst. Egal wo du herkommst, herkommst. Egal, 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 du bist in einer idealen Welt gleich behandelt. Männer, Frauen, ist doch klar, alle, sie sind wunderbar. Die Sprache ist oft maskulin, warum nicht beim Feminin? Lehrer, Ärzte, Verkäufer oder Sänger, hierbei denkt er meist nur an die Männer. Wir hoffen, es gibt eine faire Wende und die Ungerechtigkeit hat ein Ende. Frauen, Männer, ist doch klar, alle, sie sind wunderbar. Alles gleich für Männer und Frauen, wirklich sicher, dass Männer nicht hauen, wie Frau steht am Herd, während der Mann sich laut beschwert. Und zum allen Überfluss sorgt das Kind noch für Verdruss. Während der Mann das Geld verdient, macht das Kind, was sich nicht geziemt. Es reißt die Süßigkeiten auf im ewig langen Dauerlauf. Ist das wirklich alles gerecht? Nein, das ist es wirklich nicht. Gleichberechtigung, yes! Gleichberechtigung, yeah! Gleichberechtigung, juhu! Es tut mir leid. Als die Vereinten Nationen im Jahr 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet haben, findet sich darin ein ganz, ganz zentrales Versprechen, eigentlich das Urversprechen des Menschenrechtsschutzes. Dort heißt es nämlich im ersten Satz der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und das heißt ganz klar, keiner hat das Recht, auf andere Menschen herabzusehen, weil sie vielleicht eine andere Hautfarbe haben, weil sie eine andere Religion haben, eine andere Sprache sprechen, weil sie eine Behinderung haben, vielleicht alt und pflegebedürftig sind. Wenn wir die Idee der Verkehrsschilder der Gerechtigkeit weiterdenken wollen, dann müssen wir eigentlich zupacken. Und dann könnten wir diese Schilder auf der ganzen Welt in sämtlichen Ländern, Regionen, Städten, Gemeinden, Ortschaften dieser Erde, überall könnten wir die Schilder dann aufstellen. Aber das geht nur zusammen. Willst du mitmachen? Dann melde dich. Thank you.